Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen um 7:30 auf 7:30. Ich bin Sven und ich spiele mittlerweile zum 4. Mal Hörstory und leck mich im Arsch, war das nicht gestern eine geile Wendung der Geschichte? Also wirklich diese Beziehung zwischen Hannah und Eve, das war richtig krass. Also wer das gestern nicht mitgekriegt hat, der sollte unbedingt die Folge von gestern nochmal gucken. Ansonsten nochmal ein kurzer Abriss, wie ich mir im Moment Hörstory vorstelle. Hannah und Eve werden als Zwillingspärchen geboren. Eve wird dabei von Florenz, der Hebamme, geklaut, weil ja auch nur ein Kind erwartet wird. Als Eve 8 Jahre alt ist, stirbt Florenz und zieht dann auf dem Dachboden bei Hannah mit ein. Und die beiden Mädels tun so, als wären sie eins und ihre Eltern kriegen das nie mit. Irgendwann verliebt sich Hannah in Simon, die beiden bekommen ein Kind. Oder zumindest schwängert Simon Hannah. Irgendwann kommt Hannah nach Hause und Simon ist weg, also geht Hannah Simon als vermisst melden. Und irgendwann, aufgrund dieses doch, so wo es auch eng wird, tötet Eve Hannah und gibt sich weiter als Hannah aus und dann erwischt die Polizei sie. So stelle ich mir das im Moment etwas vor. Ich hoffe, dass sich da nicht noch weitere Änderungen ergeben und ich völlig falsch liege, aber im Moment sieht ja alles so ein bisschen nah nach aus. So ist zumindest meine Kurzzusammenfassung. So, genug gelabert. Es wird Zeit, mehr Fakten herauszubekommen. Und deswegen starten wir jetzt Hörstory, Folge 4. Continue. So sah das aus. Wir hatten uns zuletzt für das Tattoo interessiert. Und wir erinnern uns an gestern, wo ich tatsächlich nicht rausbekommen habe, oder mir nicht eingefallen ist, was zur Hölle Zwillinge heißt. Zwillinge heißt natürlich Twins, ich Vollpfosten. Und danach wollte ich googeln. Oder in der Datenbank suchen. So, und hier haben wir auch was wieder vom letzten Tag. Das interessiert mich immer besonders, weil da ja so ein bisschen das Geständnis rauskommt. There were always princes and princesses. They were the special people, more important than the other characters in their stories. We knew we were like that. Twins. Magical. We were the princesses. We had a poster of Princess Diana from the newspaper up in our attic. Had a pride of place. And underneath we used to put all our special things. When her engagement was announced, we were obsessed with everything she did. And later, when her life went so bad, we felt for her. Her divorce last year just kind of drew a line under things. Okay, die beiden Zwillinge mochten Diana. So, wo sind wir jetzt in der Story? Genau, relativ am Ende. Das habe ich mir gedacht. Gut, es gibt noch mehr über Twins hier. Mal schauen. Are you out of your mind? Twins? Ja, ihr seid Zwillinge. Also, ich sag mal, hier einen Tag vorher hat sie noch was anderes behauptet. Oder was heißt ein Tag? Das ist ja der 2.7. Und das war der 3.7. Doch, einen Tag vorher, sag ich doch. Haha. Twins? Really? Are you really asking me that question? Ja. Ja, ich weiß, das ist eine Story, aber das wissen wir ja schon, dass sie tatsächlich eine Zwillingsschwester hat. Von daher ist das jetzt nicht mehr so überraschend für uns. Und es passt auch in das, was wir gesagt haben. Gut. Dann ging es gestern um einen Blonde Wig. Ich erinnere mich und ich habe tatsächlich gestern nicht gewusst, was Wig ist. Ich habe danach gegoogelt, es heißt Perücke. Und was mit dieser Perücke los ist, das interessiert mich natürlich. Und wieder ans Ende natürlich. Los geht's. No. The parents decided there would be a wedding. And after the wedding, Hannah moved in with his parents. There was no way I could follow. So we were separated again. I stayed in the attic. It was hard. It's like I suddenly didn't exist. I would sneak out, but in case anyone recognized me, I started wearing a wig. Hannah and I would meet up in the park.
I was trying to get pregnant. But I couldn't. I mean, I couldn't do it with anyone we knew, so it was sex with strangers, drunk guys I'd met in clubs, parks and alleyways. I was 17. It felt like I was being punished. But it was Hannah who had betrayed us. I had to stop when one of the guys gave me an STD. When we met up, it was disturbing. For the first time, my reflection, she didn't look like me. She was fatter, flushed. If anything, I was getting skinnier. I found it hard to look sometimes. We talked about what to do. Was it time to become our own people? I mean, that seemed like the right thing to do, but neither of us wanted it. We agreed that her and Simon would get their own place as soon as possible, and then I could move in. And that was the plan. Ach so, das war der Plan. Genau, lass die beiden einfach schön zusammenziehen und dann ziehe ich einfach dazu. Was, wenn man nach einer Schwangerschaft nicht anders aussieht als vorher? Ich meine, es ist hart für die Frau, die natürlich nie eine Identität hatte, aber... Pff, meine Güte. This was about 9. I went round and she was waiting for me. She was furious and so angry. The kind of anger you can only have towards yourself. We screamed at each other, argued, cried, we fought. I hit her back, left a bruise. I had my wig on from performing, she tore it off. Eventually, we grew tired of fighting and I left. Okay, völlig logisch, die haben sich gestritten. Ja. Jetzt kann man wieder ein bisschen zurück in der Historie. No, I've never worn a wig. What kind of wig? Ja. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn dieses verdammte Gesicht da hochkommt. A wig? You mean... What type of wig? Immer dieses What type of wig? Was denn für eine? Nö. Eine blonde. Blond wig. Chit-Chat. Wie geht's weiter? Bist du fertig? Bin ich fertig? Wer schaltet mich da an? Wer ist SB? Sven Busch vielleicht? Das bin ich. Ja, ich habe ja gerade schon meine Theorie gesagt. Die Frage ist es die richtige Theorie? Ich könnte jetzt einfach Ja behaupten. Und dann kriegen wir die Lösung präsentiert. Oder wir versuchen noch ein bisschen weiter zu suchen. Ich frage mich, ob Simon die blonde Perücke gefunden hat. Oder sowas. Ich sage mal einfach, weil diese Folge ja auch 7 Minuten lang ist, oder vielleicht ein bisschen mehr, ich sag mal nein, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Buzz when you're ready, okay. Wenn ich fertig bin, dann soll ich den Chit-Chat buzzen, okay. Gut. Ich möchte erst noch ein paar weitere Videos haben. Ich möchte etwas über den Feigt wissen. Ich bin ja Bitch Feigts. Ah, schade. Okay, dann hat sie ja gerade gesagt, we fought. Ah, okay. Move? Einziehen? Ah, guck mal, das ist wieder was für ein Geständnis. Then she told me she wanted to help more. She said I should move in with her. She would come clean with Simon about me. I was family. I couldn't have a baby in a bedsit. I told her I didn't want to tell Simon. Told her to wait for the time being.
Aber warum möchte sie es Simon nicht sagen? Was verheimlicht sie? Also, ja, sie verheimlicht, dass sie eins ist mit... Also, ja, natürlich verheimlicht sie einiges, aber... Die Frage ist, warum will sie es Simon nicht sagen? Hat sie was mit Simon angestellt? Gibt es Sex? Sex. Viele Videos. No. I was 15. Carl was older. 17, I think. Wer ist Carl? I was really into him, regardless of how he actually behaved. Lots of drunken teenage sex. We did it in a church once. It's stupid. So he got tired of us and we split up after about 6 months. It was sad, but those early experiences, they help you realise who's really important to you, you know? Family. Familie ist sehr wichtig. No, you're talking to the wrong person if you think I'm some kind of slut. If you think I'm the kind of person that would have had sex with all those guys. Ist ja gut. Ich weiß, deine Schwester war die Schlampe. So, our sex life is probably fairly average for a couple after 10 years of marriage. Die sind seit 10 Jahren verheiratet. Also gibt es irgendwie ein zweites Baby? Ich habe gedacht, es gäbe nur eins. Oder wie ist das? Are you married? How is your sex life? Na, das fragt man doch einen Polizisten nicht. Really? You're going to ask me about my sex life? I mean, isn't that private? Naja, gut. Warum nicht? Mich interessiert... Was wollte ich jetzt wissen? Found gefunden? Ah, irgendwer hat was gefunden. The bruise. I have a really fast metabolism, so stuff like that just comes and goes. I don't know if there's much more that I can tell you that I haven't already told the other policeman. I found the body. Du hast den Körper gefunden. Aber was ist mit Found the Week? Ah, schade. Sagt sie was dazu? No. Oh nein, viel zu viel. Das The hat man parents gerade decided schon. there would be a wedding. Ja. Kann es sein, dass das Wedding auch ziemlich kacke gelaufen ist? Na, guck mal, da ist doch noch ein Video. Yeah, we were 17. It was a nice wedding, people said. Simon looked very handsome in the photos. His parents paid for everything, but he's an only child, so it was important to them. It was what they called a shotgun wedding, but if you looked at the photos, you couldn't tell. The dress was beautiful. It looked like Princess Diana's. The train wasn't quite as long, though. There's a great photo of the bridesmaid helping to carry it out of the car. Also mit 17 haben die 9 Jahre dieses Versteckspiel gemacht. Und dann sind Simon und Dingens, Hannah, zu ihren Eltern gezogen. Und sie war ganz allein. Das ist traurig. Vielleicht finden wir etwas zu allein. Ja, hier ist die traurige, geständige Sündigerin. It lasted about 6 months. I tried to carry on, but everything was different. Hannah insisted I not pretend to be her around Simon, let alone sleep with him. We didn't share him like the others. The rules had changed. Me living in the attic had become weird, in a way it hadn't been before. Ja. Ja, das ist, wie gesagt, sehr, sehr tragisch, aber deswegen bringt man doch nicht gleich alle um.
They said it was food poisoning. There was something in the food they ate. My dad liked to pick mushrooms, grow them too. They said it was the mushrooms. It was hard to believe. Death caps. They have a skirt around the cap. My dad taught me that. But, the police had no reason to think it was suspicious. They lived alone. And no one had any reason to hurt them. Ja, meine Eltern sind auch gestorben. Was kann man da... Poison ist aber eigentlich ein gutes Stichwort. Vielleicht hat sie ja mit Gift den Mord durchgezogen. At the time they said it was poison. Food poisoning. I felt so guilty. Schuldig? If I'd still been at home, maybe I could have done something. I don't know. Ja. Du bist schuldig. Guilty heißt schuldig, das weiß ich jetzt gerade erst wieder. Vielleicht kriegen wir jetzt raus, ob sie sagt, ich bin schuldig. Yes. I thought about telling Hannah. I felt guilty after the kiss. But then it began to feel like this was the way it should be. Sharing, like we had before. He never mentioned her to me. There was the Simon with me and the Simon with her. It was almost like it was a different Simon. But Da war ein Kuss. Die waren beide geil auf denselben Typen. Ein Kuss. okay, she's being chased. They're trying to catch her because she did something bad. I guess she broke the rules. Or maybe they think she did something bad. Maybe it wasn't her fault. She looks scared, not guilty. Maybe it was mistaken identity. Did they catch her there? I don't know. Was ist mit dem Kuss? Ah. Hannah was so smitten with Simon. She started getting jealous, didn't want to share. Even the first date, we went to see Tom Cruise at the Old Odeon. We both went, kept changing places in the toilet. We only had one best dress, so we had to keep swapping clothes. Must have thought we had terrible bladder problems. The next date, it was my turn. At the end, I let him kiss me, but that was it. We didn't want another card on our hands, and the Ouija board had said to hold back. After that, it was Hannah's turn, and she slept with him. Broke the rules. Deliberately broke the rules. She wanted to be the first to sleep with him. I mean, that's when she got pregnant. From that one time. Krasse Scheiße, ey. After the kiss, the next time, he took me back to the house, to our parents' house, to their house. So, it was definitely him. I sometimes think he wanted to get caught to prove to himself that we were different people. He told me about his marriage, told me how his wife was completely different to me. I almost burst out laughing. Okay. War Simon vielleicht sogar schon verheiratet? Simons Wife? Wife an sich?
glückliche Simon. Fuck. Oh, gefickt wird viel. Oh, was ist hier los? Are you arresting me? No. Fuck off. Open this door. Okay. Can I leave? Nein. Are you going to arrest me? Ja. No. Doch. They'd laugh you out of the building. A lawyer would make mincemeat of you. Oh. Jetzt droht sie mit dem Anwalt. No, I'm okay. Fuck. Hast du dich angekotzt oder was war das? Yes. I speak with Eleanor at least once a day. Not that there's anything much to say. It's more just... Okay. Das war direkt davor, ja, habe ich jetzt irgendwie erwartet. Okay, ich glaube, wir haben die Story im Großen und Ganzen. Mich interessiert nur noch so ein bisschen, ob sie vielleicht sagt, wie sie ihn ermordet hat. Das würde mich irgendwie interessieren. Vielleicht hat Simon die Wahrheit herausbekommen? Schade. Simon wusste... War? Oh, irgendwas ist wahr hier. It's like I told you before. I drove. I took the car and drove. I don't have my own car, but I have a spare set of keys. I just drove north. I wanted to think, put some space between me and them. Everything I told you before is true. I stopped at Glasgow. I was tired, exhausted. I pulled out and I hit a car. My car was okay, but I was worried about the baby, so I went to A&E to get the okay. Everything was fine. Slept in the car. When I woke, I tried to call Hannah from a payphone. She wasn't answering. And then I decided to drive back. I had decided that she was more important to me than Simon. Okay. Aber wann hast du ihn getötet? I killed. I don't see how it's hard. We've established I was in Glasgow when he was killed. You've spoken with the hospital. Okay, wie ist es denn mit Hannah killed? Sie war in einem Krankenhaus. Ah, es ist alles zu weit hinten. Ask the hospital. Ich würde das Hospital ja fragen, aber egal. Nochmal auf diese blonde Perücke. Ah, scheiße. Die Perücke hatten wir heute schon mal, da gab es nicht viel zu sagen. Aber irgendwer muss doch die Perücke... Ach, okay, scheiße. Vielleicht blondes Haar, das irgendwo rumflog. Really? Okay. Here's the rest. Oh, they laid a body on the dock tonight. Oh, the wind and the rain. Till a fiddler with a fiddle came walking by. Oh, the dreadful wind and rain. And he made a fiddle bow of her long hair. Oh, the wind and the rain. Yes, he made a fiddle bow of her long blonde hair. Oh, the dreadful wind and rain. And he made fiddle pegs of her finger bows. Oh, the wind and the rain. Okay, geiler Song. Yes, he made fiddle pegs from her finger bones. Oh, the dreadful wind and rain. And he made a fiddle out of her breastbone. Oh, the wind and rain. The sound could pierce a heart of stone. Oh, the dreadful wind and rain.
the fiddle could play was all the wind and the rain. Yes, the only tune that the fiddle could play was all the dreadful wind and rain. Anything you sing may be used as evidence against you. Ja, alles, was du gesungen hast, kann gegen dich verwendet werden. Hast du eine Fiddle aus ihnen gebaut? Nein, leider nicht. Schade, wäre irgendwie cool gewesen. Wie hast du Simon getötet? Das ist die Frage. Das Problem ist, dass ich bei Simon 61 finde hier. Wird Simon böse? Simon God? From when I woke up. Okay. I woke up. Simon was already up and he made me birthday breakfast of eggs Benedict. We both had to go to work, so we saved presents till later. I got to work, had some birthday cake, children sang me happy birthday, then I came home. The birthday meal was a takeaway, and Simon gave me his present, which I didn't mind. And after that, we talked about the baby. It turned into a big argument. Simon left. I was furious. I wanted to get as far away as I could and get some space to think. So I left. Okay. Nichts sonderlich Spannendes. Yes. I got to Glasgow. I was exhausted, so I pulled over and slept in the car. I woke up because a rubbish truck went past. I got some petrol, bought a coffee and a pastry, tried calling someone from the payphone, and then headed back. Ich meine, haben die beiden auch komplett die gleiche... Ja, doch, haben sie. Weil es dieselbe Schauspielerin ist, aber... Das muss dem armen Simon doch auffallen. 9 Jahre lang... Egal. So, Simon got angry. Moment, Simon bekommt angry, macht ja gar keinen Sinn. Simon wurde ärgerlich, aber schade. Oder wird? Nein, Simon wird? Wie ist der Quatsch? Okay. Vielleicht hat Simon gesehen. Simon saw. Oh, Simon saw something. Like I said before, it was 3, something like that. I walked in, saw Simon. He was on the floor of the living room. His throat had been cut. There was a lot of blood. Yeah, he was dead. Okay. Like I said before, it was 3. Das waren 3. I walked in, saw Simon. He was on the floor of the living room. His throat had been cut. Oh, guck mal. Her story is that she'd waited for him to come back. She put on my wig, some of my clothes, pretended to be me. They talked. She'd enjoyed being me.
He said he wanted to be with me. Then he took out a present. Another mirror. Just like the one he'd given her earlier. That unique present. She went crazy, smashed the mirror. They argued, screamed. He hit her. So she grabbed a piece of the mirror and just swung it round. Oh. She cut his throat clean open. She'd only meant to scare him off. Okay. Okay. Mit dem Spiegel. Mit einer Scherbe. On his throat. In den Hals. How? Spiegel in den Hals. So ist es geschehen. His body. It didn't look real. And his throat. It looked like his throat had been cut. And I didn't see his glasses. He has these thick glasses. He doesn't always wear them. Ich bin mir jetzt einfach nicht sicher, ob Eve jetzt die Mörderin ist oder ob es Hannah war. Soweit ich das jetzt glaube, hat Hannah sich für Eve ausgegeben, um zu gucken, wen er mehr liebt, ob er es weiß. Ich weiß es nicht. Und dann hat Hannah ihn aus Versehen mit einer Glasscheibe vom Spiegel getötet. Ein Unfall. Der Spiegel war's. It wasn't the present so much, it was one of those arguments that had been simmering for a while. The present was a mirror, a nice mirror. He'd engraved the glass, the kind of mirror a princess would have in a story. He made it specially for me. Er hat einen einzigartigen Spiegel nur einmal gemacht. The mirror. Für beide. I can't remember. I put it somewhere safe. Upstairs, I think. I haven't looked at it since. Sie kann den Spiegel nicht mehr beschreiben. Silverleaf? No. He normally silvers them properly. This mirror, it's supposed to look antique. The reflection isn't as good. It's the perfect mirror for someone who doesn't like to look at their own reflection. Puh. Eine sehr crazy Story. In den Hals. Oh cool, ich kann nicht beschreiben. Mit dem Spiegel in den Hals. Welches war es das? Like I said before, it was 3. Ja. Something like that. I walked in, Da war saw schon Simon. tot. Mhm. He was on the floor of the living room. Living Room ist vielleicht auch noch das Gute. Weil das ist der Todesort offensichtlich. Oh, schade. Nichts Spannendes mehr dazu. Fällt? Hat das gefallen? Irgendwie sowas? We were obsessed with fairy tales. Not just the pretty ones, but the traditional ones. They were dark and real, bizarre and violent. Felt like life.
We had this huge old book that I think Mum must have bought from a library sale. The illustrations had thin tracing paper over them to protect them. They were in colour, shiny plates. At the front of the book was an index of illustrations. We read that more than the actual stories. We'd read aloud the captions and flip between the pictures. There was something intimate about peeling back the tracing paper, undressing the pictures. Rapunzel's hair is cut. The eagle plucks out his heart. The princess pricks her finger. Ja, ihr mochtet Märchen. Ich weiß nicht, warum ich Finger eingebe. Es ist einfach irgendwie danach. Aber ich glaube, wir haben's. Wir haben's. Ich glaube, nach nur 4 Folgen haben wir den Grundmord zumindest aufgeklärt. Und ich glaube, wir können dem Chit-Chat, dem Typen sagen, wir sind ready. Ich kann nicht schreiben. Wow, was muss ich machen? Was? Achso, da. Hey, und dann? Ja, ich bin fertig. You think you understand why your mother did what? Meine Mutter? Meine Mutter? Ist Hannah meine Mutter? No. You can always. Das ist verständlich, Sarah. Du kannst immer weg zurückkommen. Ich bin draußen, ausloggen und mich über die Straße finden. Ich heiße Sarah. Sarah? I would have been a good mother. I was young, but I would have been a good mother. She was a girl, by the way, the baby. Es gibt We were going to call 2 her Sarah. Babys. Simon wanted to call her Ava after his nana, but I didn't want her to have a symmetrical name. Ich bin das erste Baby. Ich bin eine 10-Jährige. So Pi mal Daumen. Meine Mama ist eine Mörderin. Und sie hat meinen Papa umgebracht. Das ist nicht nett. Meine Mama ist Hannah. Diese Geschichte wird immer trauriger. Welch Dramatik. Puh. 10 Jahre. Good. Happy. I mean, ups and downs like any couple, I guess, but we've been married for over 10 years. Bin ich da 9 Jahre? Wo ist Sarah heute? Vor diesem Computer, glaube ich. Ich muss jetzt offline. Log off and meet me over the road. Wir quitten diese Logik-Session. Weißt du, noch so viele Fragen? Bin ich Sarah? Eine Tochter. Schreibt man so Tochter? Wie schreibt man Tochter? No, he doesn't keep a diary. That's my thing.
I've kept one, well, as long as I can remember, since I was a girl. Helps make sense of my day. And when you're forced to put something into words, just gives you perspective. Everyone's on the same page. Meine Güte. Yeah, when I was at school, I worked part-time in the front shop. It was sort of an extended family thing. My dad used to work there, my mum worked there before I was born. I took care of paperwork, filing, typing out invoices, that kind of thing. It was a good job for a girl back then. I didn't work a till or anything though, I was quite shy, so I wouldn't have liked to have worked a till. Okay. There's a girl and she's staring out of the window. She's sad. She's trapped. She's here. She's looking out the window because her mother won't let her out. Okay. Meine Festplatte ist so langsam richtig voll und deswegen habe ich ein kleines Problem jetzt. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt passiert, wenn ich mich jetzt auslogge hier, ob dann das Ganze zu Ende ist oder nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass es Hörstory. Es ist meine Mutter. Hart. Puh, ja, mal gucken. Also, es fehlen noch so viele Videoschnipsel. Das Spiel animiert mich tatsächlich, alles zu finden. Und deswegen glaube ich auch, dass es morgen weitergeht. Und sollten wir morgen irgendwie keine weiteren Erkenntnisse mehr kriegen, haben wir ein Problem, aber fürs Erste sage ich, das war noch nicht die letzte Folge. Wir sehen uns morgen, außer jetzt, wenn ich auf Ausloggen drücke, passiert irgendwas Besonderes. Ich sage jetzt aber zur Sicherheit schon mal ciao, weil ich nicht weiß, was passiert, wenn ich hier auf Lockout drücke. Ja, es ist zu Ende. Viva Seifert, die Schauspielerin, die auch in ihrer Rolle 2 Rollen gespielt hat. Es waren Hannah und Eve. Und Hannah war meine Mutter. Und ich glaube, so ist meine Vermutung, dass Eve Hannah dann getötet hat, weil Hannah Eve getötet hat. Also Hannah hat Simon getötet und Eve hat dann Hannah getötet. Aus Rache. Puh. Aber war jetzt Eve meine Mutter? Oder Hannah? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, da jetzt Ende ist, glaube ich, dass es doch keine neue Folge gibt. Wir beenden das hier einfach in der Geschichte. Ich glaube, ein paar Fragen muss ich auch für euch noch übrig lassen. Ich kann ja nicht alle Fragen alleine klären. Und jetzt entlasse ich euch mit diesen wunderschönen Klavierklängen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, wenn ihr andere Thesen habt als ich, könnt ihr sie gerne posten. Vielleicht animiert ihr mich ja doch noch weiter zu forschen. Ihre Geschichte war, dass sie ihren Liebsten umgebracht hat, weil er mit ihrer Zwillingsschwester abhauen wollte. Also muss er es gewusst haben. Hat er es gewusst? Wir wissen es nicht. Zu viele Fragen sind noch offen, aber ich glaube, das Spiel möchte sie auch gar nicht lösen. Das macht es interessanter und hält es länger am Leben. Auf jeden Fall ist ihre Geschichte sehr traurig, wie diese Klavierklänge, die mich jetzt verstummen lassen. Sam bedankt sich bei seiner wundervollen Familie. Hörstory. Puh. Ja, ich bin dann raus, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss das Ganze jetzt auch ein bisschen verarbeiten. Vielleicht mache ich irgendwas Lustiges.
Katzenbaby streicheln oder so. Das Spiel hat mich doch mehr mitgenommen als seine Folge von Criminal Minds. Ich bin raus und hoffe, nächstes Mal spielen wir was Lustiges. In diesem Sinne, adios, ciao und haut herein.